Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns loslegen. Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über unsere Lieblingsbücher sprechen. Sprichst du gerne über Bücher? Ja, das tue ich. Ich liebe es, Bücher zu lesen und meine Ideen darüber zu teilen. Super. Ich habe viele Fragen zu deinen Lieblingsbüchern. Können wir darüber reden? Natürlich, Alice. Ich teile meine Lieblingsbücher gerne mit dir. Tom, was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Der große Gatsby von F. Scott Fitzgerald. Der große Gatsby. Das ist ein berühmtes Buch. Worum geht es darin? Es ist die Geschichte von einem Mann namens Jay Gatsby, der sehr reich ist und eine Frau namens Daisy liebt. Die Geschichte spielt in den 1920er Jahren in New York City. Das klingt interessant. Warum magst du Der große Gatsby? Ich mag es, weil die Sprache schön ist und die Geschichte sehr emotional. Es zeigt den amerikanischen Traum und wie er sowohl wunderbar als auch traurig sein kann. Ich verstehe. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich habe viel Gutes darüber gehört. Ich werde es irgendwann lesen. Ja, das solltest du. Und du, Alice? Was ist dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist Harry Potter und der Stein der Weisen von J.K. Rowling. Harry Potter? Ich kenne dieses Buch. Es handelt von einem jungen Jungen, der erfährt, dass er ein Zauberer ist. Ja, genau. In dem Buch geht Harry auf eine Zauberschule namens Hogwarts. Er findet Freunde und lernt über Magie. Das klingt sehr spannend. Warum magst du Harry Potter und der Stein der Weisen? Ich liebe es, weil es aufregend und voller Abenteuer ist. Die Charaktere sind sehr freundlich und mutig. Die Welt der Magie ist sehr kreativ und lässt mich träumen. Da stimme ich zu. Ich habe Harry Potter viele Male gelesen. Es macht mich immer glücklich. Tom, hast du einen Lieblingscharakter in Der große Gatsby? Ja, mein Lieblingscharakter ist Jay Gatsby. Er ist ein geheimnisvoller Mann, der Daisy sehr liebt. Er versucht, ihr Herz zu gewinnen, aber es ist nicht einfach. Das ist interessant. Ich mag Charaktere, die stark sind und große Träume haben. Ja, Gatsby ist ein Träumer. Er glaubt an Liebe und Hoffnung, auch wenn es schwierig ist. In Harry Potter ist mein Lieblingscharakter Hermine Granger. Sie ist sehr schlau und mutig. Ich mag es, dass sie immer ihren Freunden hilft. Hermine ist ein großartiger Charakter. Sie zeigt, dass Intelligenz und Freundlichkeit sehr wichtig sind. Tom, was denkst du, ist die Hauptidee von Der große Gatsby? Ich denke, die Hauptidee handelt vom amerikanischen Traum. Es zeigt, dass man reich und erfolgreich sein kann, aber auch sehr einsam. Gatsby hat alles, aber er ist nicht wirklich glücklich. Das ist eine tiefgründige Idee. Sie lässt mich darüber nachdenken, was wahres Glück ist. Ja, das Buch ist traurig und schön zugleich. Es weckt viele Emotionen. Und was ist mit Harry Potter? Was ist die Hauptidee dieses Buches? Ich glaube, die Hauptidee von Harry Potter und der Stein der Weisen ist, dass Liebe und Freundschaft sehr mächtig sind. Selbst wenn es viele Gefahren gibt, helfen dir wahre Freunde, sie zu überwinden. Ich mag diese Idee sehr. Liebe und Freundschaft sind die wichtigsten Dinge im Leben. Ja, beide Bücher lehren uns wichtige Lektionen, aber auf sehr unterschiedliche Weise.
Tom, wo liest du normalerweise deine Bücher? Ich lese normalerweise zu Hause in meinem kleinen Zimmer. Ich setze mich gerne auf mein Bett oder an meinen Schreibtisch mit einer Tasse Tee. Das klingt sehr ruhig. Ich lese auch gerne zu Hause, aber manchmal lese ich im Park. Die frische Luft tut mir gut. Im Park zu lesen ist schön. Manchmal gehe ich in ein Café, um zu lesen und die Musik zu genießen. Liest du Bücher auf einem Tablet oder in einem echten Buch? Ich lese gerne echte Bücher. Ich liebe das Gefühl von Papier und den Geruch eines neuen Buches. Da stimme ich zu. Ich bevorzuge auch echte Bücher. Sie sind für mich etwas Besonderes. Alice, wie oft liest du Bücher? Ich versuche, jeden Tag zu lesen, selbst wenn es nur ein bisschen ist. Am Wochenende lese ich mehr, wenn ich Freizeit habe. Das ist gut. Ich lese auch jeden Tag. Ich lese gerne eine Stunde vor dem Schlafengehen. Vor dem Schlafengehen zu lesen ist eine schöne Gewohnheit. Es hilft mir, mich zu entspannen und gut zu schlafen. Ja, Lesen hilft mir, meine Sorgen zu vergessen und in eine andere Welt zu reisen. Tom, hast du andere Bücher von F. Scott Fitzgerald gelesen? Ja, ich habe Zärtlich ist die Nacht gelesen. Es ist auch ein schönes Buch, aber es ist trauriger als Der große Gatsby. Das werde ich auch versuchen zu lesen. Ich erkunde gerne verschiedene Geschichten. Hast du auch andere Bücher aus der Harry Potter-Reihe gelesen? Ja, ich habe alle Harry Potter Bücher gelesen. Sie sind alle sehr spannend und ich liebe die Charaktere. Das ist großartig. Ich möchte die Harry Potter-Reihe irgendwann lesen. Ich habe gehört, dass die späteren Bücher noch abenteuerlicher sind. Ja, das sind sie. Jedes Buch ist ein neues Abenteuer und Harry wächst mit seinen Freunden. Es ist sehr interessant zu sehen, wie er sich verändert. Ich lese auch gerne andere Genres. Manchmal lese ich Science-Fiction- oder Fantasy-Geschichten. Ich mag Fantasy- und Abenteuerbücher. Sie lassen meine Vorstellungskraft fliegen. Hast du Empfehlungen für ein gutes Science-Fiction-Buch? Ja, ich empfehle Der Marsianer von Andy Weir. Es geht um einen Mann, der auf dem Mars gestrandet ist und seine Fähigkeiten nutzen muss, um zu überleben. Das klingt sehr aufregend. Ich werde es auf meine Leseliste setzen. Tom, was fühlst du, wenn du ein gutes Buch liest? Wenn ich ein gutes Buch lese, fühle ich viele Emotionen. Ich fühle mich glücklich, traurig und manchmal inspiriert. Es ist wie ein anderes Leben zu leben. Ich fühle das Gleiche. Ein gutes Buch kann mich zum Lachen, Weinen und tiefen Nachdenken bringen. Bücher sind wie Freunde. Sie helfen uns, die Welt und uns selbst zu verstehen. Ja, ich sage immer, dass Bücher meine besten Freunde sind. Sie urteilen nie über mich und geben mir immer neue Ideen. Ich stimme zu. Lesen macht mich schlauer und kreativer. Tom, denkst du, dass das Lesen von Büchern wichtig ist? Ja, ich glaube, dass das Lesen von Büchern sehr wichtig ist. Es hilft uns zu lernen, zu träumen und zu wachsen. Das denke ich auch. Lesen macht unseren Geist stark und unser Herz freundlich. Bücher lehren uns auch über verschiedene Kulturen und Ideen. Sie erweitern unsere Welt. Das liebe ich an Büchern. Sie zeigen uns, dass es viele Arten zu leben und zu denken gibt. Alice, wo kaufst du deine Bücher? Ich kaufe meine Bücher normalerweise in einer kleinen Buchhandlung in der Nähe meines Hauses. Ich stöbere gerne in den Regalen und wähle ein neues Buch aus.
Manchmal kaufe ich Bücher in einem großen Einkaufszentrum, aber ich besuche auch gerne lokale Buchhandlungen. Sie sind sehr freundlich. Kaufst du manchmal Bücher online? Ja, das tue ich. Manchmal kaufe ich E-Books auf meinem Tablet, aber ich bevorzuge echte Bücher. Ich stimme zu. Echte Bücher sind etwas Besonderes, aber E-Books sind praktisch beim Reisen. Das stimmt. Ich benutze manchmal E-Books, wenn ich auf Reisen bin, aber ich kehre immer zu meinen Lieblingspapierbüchern zu Hause zurück. Tom, bist du in einem Buchclub? Nein, ich bin nicht in einem Buchclub, aber ich würde gerne. Ich denke, es macht Spaß, mit anderen über Bücher zu sprechen. Ich bin letzten Monat einem kleinen Buchclub beigetreten. Wir treffen uns alle 2 Wochen, um über unsere Lieblingsbücher zu sprechen. Das klingt interessant. Worüber sprecht ihr in eurem Buchclub? Wir teilen unsere Ideen, stellen Fragen und lesen manchmal sogar kurze Teile des Buches laut vor. Es ist sehr freundlich und macht Spaß. Ich würde gerne irgendwann einem Buchclub beitreten. Es ist eine gute Möglichkeit, neue Freunde zu treffen und mehr über Bücher zu lernen. Ja, und es macht das Lesen noch angenehmer, wenn man seine Gedanken teilen kann. Tom, warst du schon einmal auf einer Buchmesse? Ja, ich war einmal auf einer Buchmesse. Es war sehr aufregend. Viele Autoren waren dort und ich habe einige neue Schriftsteller getroffen. Das klingt wunderbar. Ich war noch nie auf einer Buchmesse, aber ich möchte eines Tages gehen. Buchmessen sind großartig. Du kannst viele verschiedene Bücher finden und manchmal ein signiertes Exemplar vom Autor bekommen. Ich würde gerne ein signiertes Buch bekommen. Das macht das Buch sehr besonders. Ja, jedes Mal, wenn ich ein signiertes Buch sehe, erinnere ich mich an das Treffen mit dem Autor. Tom, denkst du, dass du Der große Gatsby in Zukunft noch einmal lesen wirst? Ja, das werde ich. Ich lese meine Lieblingsbücher gerne viele Male. Jedes Mal finde ich neue Ideen. Ich empfinde das Gleiche bei Harry Potter. Ich lese es immer wieder und ich entdecke immer etwas Neues. Ein Buch erneut zu lesen ist wie einen alten Freund zu besuchen. Du kennst die Geschichte, aber du fühlst immer noch die Magie. Genau. Bücher sind zeitlos. Sie können uns jedes Mal etwas Neues lehren. Ich bin sehr froh, dass wir heute über unsere Lieblingsbücher gesprochen haben. Ich habe viel über dich und deine Lesegewohnheiten gelernt. Ich bin auch froh, Alice. Es macht immer Spaß, Ideen über Bücher auszutauschen. Sie sind ein großer Teil unseres Lebens. Ja, und ich hoffe, viele Menschen werden sich uns anschließen, um zu lesen und über Bücher zu sprechen. Lesen macht unsere Welt schöner. Ich stimme zu. Danke, Alice, für dieses schöne Gespräch über unsere Lieblingsbücher. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch sehr genossen. Ich werde dich bald wiedersehen, um mehr über Bücher und neue Geschichten zu sprechen. Ja, ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Hab einen schönen Tag, Alice. Du auch, Tom. Bis bald. Tolle Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.